Lektion 1: Die verzauberte Lampe. Hallo Anna, hast du dir jemals vorgestellt, eine magische Lampe zu finden? Hey John, auf jeden Fall. Es wäre unglaublich, eine magische Lampe zu haben. Was würdest du dir wünschen? Nun, ich würde mir die Fähigkeit wünschen, jede Sprache fließend sprechen zu können. Wie steht's mit dir? Oh, das ist ein interessanter Wunsch. Ich glaube, ich würde mir die Fähigkeit wünschen, mich sofort überall hin teleportieren zu können. Stell dir die Orte vor, die wir erkunden könnten. Unbedingt. Wir könnten mühelos die Welt bereisen. Aber glaubst du, dass Wunderlampen wirklich existieren? Das ist schwer zu sagen. In Legenden und Geschichten werden sie oft erwähnt, aber es ist hauptsächlich Folklore. Was denkst du? Ich bin ein bisschen skeptisch, aber es macht Spaß, davon zu träumen. Wenn du eine Wunderlampe finden würdest, was wären deine 3 Wünsche? Lass mich nachdenken. Zuerst wünsche ich mir Gesundheit und Glück für meine Lieben. Zweitens wünsche ich mir unbegrenztes Wissen. Und drittens wünsche ich mir die Fähigkeit, Freude in das Leben der Menschen zu bringen. Das sind wundervolle Wünsche. Es ist großartig, dem Wohlbefinden anderer Priorität einzuräumen. Mein zweiter Wunsch wäre eine harmonische Welt, in der jeder die Unterschiede des anderen respektiert. Aber bei meinem dritten Wunsch bin ich mir noch nicht sicher. Wie wäre es, Ihren dritten Wunsch zu nutzen, um eine Lösung für globale Probleme wie Armut oder Klimawandel herbeizuführen? Das ist eine geniale Idee. Die Lösung drängender globaler Probleme würde sicherlich eine nachhaltige Wirkung haben. Das nehme ich mit. Ich freue mich, dass dir die Idee gefällt. Wäre die Lampe echt, könnten wir gemeinsam etwas Positives bewirken. Absolut. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir auch ohne Wunderlampe einen Unterschied in der Welt machen können, indem wir jeden Tag kleine Schritte unternehmen. Du hast recht. Es sind die kollektiven Anstrengungen einzelner Personen, die zu erheblichen Veränderungen führen. Lassen Sie uns weiter danach streben, die Welt Schritt für Schritt zu einem besseren Ort zu machen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Zusammen können wir eine nachhaltige Wirkung erzielen. Lektion 2: Erkundung der Ernährungspräferenzen. Hallo Anna, hast du spezielle diätetische Einschränkungen oder Vorlieben? Hey John, ja, ich ernähre mich vegetarisch. Wie steht's mit dir? Das ist interessant. Ich habe keine besonderen diätetischen Einschränkungen, aber ich versuche mich ausgewogen und gesund zu ernähren. Das ist großartig. Es ist wichtig, auf unseren Körper zu hören und ihn mit den richtigen Lebensmitteln zu ernähren. Was hat Sie dazu bewogen, diesen Ansatz zu verfolgen? Nun, mir wurde klar, dass es sich positiv auf mein allgemeines Wohlbefinden auswirken kann, wenn ich darauf achte, was ich esse. Ich fing an, dem Nährwert der Lebensmittel, die ich zu mir nehme, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ich stimme voll und ganz zu. Eine ausgewogene Ernährung kann uns mit der Energie und den Nährstoffen versorgen, die unser Körper benötigt. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, bestimmte Diäten auszuprobieren? Ja, ich habe darüber nachgedacht. Es gibt so viele Ernährungsansätze, wie die Mittelmeerdiät oder die ketogene Diät. Es kann überwältigend sein, sich für einen zu entscheiden. Ich verstehe, was du meinst. Es ist wichtig, eine Diät zu finden, die unseren individuellen Bedürfnissen und Vorlieben entspricht. Für mich funktioniert es gut, Vegetarier zu sein. Das ist wahr. Es geht darum herauszufinden,
was für unseren Körper und unseren Lebensstil am besten geeignet ist. Hast du irgendwelche Tipps für jemanden, der eine vegetarische Diät ausprobieren möchte? Unbedingt. Beginnen Sie damit, mehr Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte in Ihre Mahlzeiten aufzunehmen. Experimentieren Sie mit verschiedenen Rezepten und Geschmacksrichtungen, um die Dinge interessant zu halten. Das sind großartige Vorschläge. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und mehr pflanzliche Optionen ausprobieren. Gibt es irgendwelche Herausforderungen, vor denen Sie als Vegetarier stehen? Eine Herausforderung besteht darin, vegetarierfreundliche Optionen zu finden, wenn Sie auswärts essen oder an gesellschaftlichen Veranstaltungen teilnehmen. Heutzutage werden die meisten Restaurants jedoch auf verschiedene Ernährungsbedürfnisse zugeschnitten, Das sodass ist es immer beruhigend zu einfacher wissen. wird. Es ist toll zu sehen, dass immer mehr Restaurants und Veranstaltungsorte inklusiv werden. Es ermöglicht jedem, seine Mahlzeiten ohne Einschränkungen zu genießen. Exakt. Es geht darum, ein inklusives Umfeld zu schaffen, in dem die Ernährungspräferenzen aller respektiert werden. Haben Sie weitere Fragen zum Vegetarismus? Im Moment nicht. Sie haben wertvolle Einblicke in den vegetarischen Lebensstil gegeben. Ich schätze Ihre Sichtweise und werde sie berücksichtigen, wenn ich mich mit verschiedenen Ernährungsgewohnheiten beschäftige. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, dass es wichtig ist, auf Ihren Körper zu hören und Entscheidungen zu treffen, die Ihren Werten und Gesundheitszielen entsprechen. Ich danke dir. Das behalte ich im Hinterkopf. Lassen Sie uns die verschiedenen Ernährungspräferenzen und ihre Auswirkungen auf unser Wohlbefinden weiter erforschen und mehr über sie erfahren. Lektion 3. Begib dich auf eine neue Reise. Hallo Anna, hast du irgendwelche Tipps für jemanden, der gerade ein neues Unterfangen beginnt? Hey John, absolut. Setzen Sie sich zunächst klare Ziele. Eine Vorstellung davon zu haben, was Sie erreichen möchten, wird Ihr Handeln leiten. Das macht Sinn. Ziele geben Orientierung und Motivation. Was ist dein nächster Tipp? Mein nächster Tipp ist, Ihre Reise in kleinere, überschaubare Schritte zu unterteilen. Es kann überwältigend sein, alles auf einmal in Angriff zu nehmen. Gehen Sie also Schritt für Schritt vor. Ich stimme zu. Wenn Sie Dinge in kleinere Aufgaben aufteilen, sind sie leichter erreichbar. Was sollten Anfänger noch beachten? Es ist wichtig, hartnäckig zu bleiben und sich nicht von Rückschlägen entmutigen zu lassen. Denken Sie daran, dass Fortschritt Zeit braucht und jeder Schritt nach vorne zählt, egal wie klein er ist. Das ist eine wichtige Erinnerung. Geduld und Belastbarkeit sind entscheidend, wenn man etwas Neues beginnt. Welchen anderen Rat haben Sie? Umgib dich mit einem unterstützenden Netzwerk. Lassen Sie sich von Mentoren beraten oder setzen Sie sich mit Gleichgesinnten in Verbindung, die Sie beraten und ermutigen können. Ein Unterstützungssystem ist entscheidend. Sie können uns beraten und uns helfen, motiviert zu bleiben. Was ist dein 5. Tipp? Mein 5. Tipp ist, eine wachstumsorientierte Denkweise anzunehmen. Seien Sie offen dafür, dabei zu lernen, sich anzupassen und sich zu verbessern. Betrachte Herausforderungen als Wachstumschancen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Eine wachstumsorientierte Denkweise ermöglicht es uns, neue Erfahrungen zu machen und sowohl aus Erfolgen als auch aus Misserfolgen zu lernen. Noch mehr Tipps? Ja. Feiere deine Erfolge, egal wie klein sie auch erscheinen mögen. Die Anerkennung ihrer Fortschritte stärkt das Selbstvertrauen und hält sie motiviert. Es ist wichtig, Meilensteine zu feiern. Es hilft uns,
auf unserer Reise positiv und motiviert zu bleiben. Hast du irgendwelche letzten Tipps? Zum Schluss genießen Sie den Prozess. Genießen Sie die Aufregung und lernen Sie, die Reise selbst zu schätzen, anstatt sich nur auf das Endergebnis zu konzentrieren. Das ist ein wunderbarer Tipp. Die Reise zu genießen macht das ganze Erlebnis erfüllender. Vielen Dank, dass Sie diese wertvollen Erkenntnisse geteilt haben. Lektion 4: Die Macht der Zusammenarbeit. Hallo Anna, hast du jemals erlebt, wie Zusammenarbeit gute Punkte hervorbringen kann, die du noch nie untersucht hast? Hey John, absolut. Die Zusammenarbeit mit anderen kann neue Perspektiven und Ideen eröffnen, die wir selbst vielleicht nicht in Betracht gezogen haben. Das ist so wahr. Wenn wir zusammenarbeiten, bringen wir unterschiedliche Stärken und Fachkenntnisse ein und verbessern so die Qualität unserer Arbeit. Die Zusammenarbeit ermöglicht es uns, eine kollektive Intelligenz zu nutzen, bei der die einzigartigen Beiträge aller zu innovativen Lösungen führen können. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist faszinierend, wie unterschiedliche Köpfe zusammenkommen und Kreativität wecken und neue Erkenntnisse generieren können. Exakt. Die Zusammenarbeit mit anderen hilft uns, unsere eigenen Annahmen in Frage zu stellen und um die Ecke zu denken. Es erweitert unseren Horizont. Das ist ein gutes Argument. Die Zusammenarbeit mit anderen ermutigt uns, unsere Komfortzonen zu verlassen und neue Möglichkeiten zu erkunden. Erwähnenswert ist auch, dass Zusammenarbeit ein Gefühl von Einheit und Teamwork fördert. Es stärkt die Beziehungen und schafft Vertrauen zwischen den Einzelnen. Absolut. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir ein unterstützendes und integratives Umfeld, in dem die Beiträge aller geschätzt werden. Zusammenarbeit ermöglicht es uns auch, in kürzerer Zeit mehr zu erreichen. Indem wir Aufgaben und Verantwortlichkeiten teilen, können wir unsere Ziele effizienter erreichen. Das ist ein praktischer Vorteil. Die Aufteilung der Arbeitslast ermöglicht es uns, die Stärken und das Fachwissen der anderen zu nutzen, was zu besseren Ergebnissen führt. Ein weiterer Vorteil der Zusammenarbeit ist die Möglichkeit des kontinuierlichen Lernens. Wir können aus den Erfahrungen der anderen lernen und uns neue Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen. Du hast absolut recht. Durch die Zusammenarbeit mit anderen lernen wir unterschiedliche Perspektiven und Fachkenntnisse kennen und fördern so unser persönliches Wachstum. Darüber hinaus fördert die Zusammenarbeit eine Kultur der gegenseitigen Unterstützung und Ermutigung. Wir können die Erfolge des anderen feiern und Herausforderungen gemeinsam bewältigen. Das ist so wichtig. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir ein positives und ermutigendes Umfeld, das Motivation und Produktivität fördert. Auf jeden Fall. Zusammenarbeit hilft uns, kollektive Ziele zu erreichen und schafft das Gefühl, gemeinsam etwas erreicht zu haben. Es ist eine Win-Win-Situation. Ich stimme voll und ganz zu. Die Macht der Zusammenarbeit darf nicht unterschätzt werden. Sie verstärkt unsere individuellen Bemühungen und führt zu bemerkenswerten Ergebnissen. Absolut. Lassen Sie uns die Zusammenarbeit weiter fördern und das Potenzial der Zusammenarbeit ausschöpfen. Gemeinsam können wir Großes erreichen. Gut gesagt. Lassen Sie uns die Kraft der Zusammenarbeit nutzen und durch unsere gemeinsamen Anstrengungen eine positive Wirkung erzielen. Lektion 5: Frische und geschmackvolle Entscheidungen. Hallo Anna, ich habe etwas Obst und Gemüse gekauft. Welches Obst hast du bekommen?
Hallo John, ich habe verschiedene Früchte abgeholt. Ich habe Äpfel, Orangen und Bananen. Was ist mit dir? Das klingt köstlich. Ich habe ein paar Erdbeeren, Trauben und Ananas. Ich wollte meiner Auswahl einige tropische Aromen hinzufügen. Oh, Ananas klingt erfrischend. Ich liebe ihre saftige Süße. Hast du auch Gemüse bekommen? Absolut. Ich habe auch etwas Gemüse gekauft. Ich habe Karotten, Brokkoli und Spinat. Ich wollte sicherstellen, dass ich ein ausgewogenes Nährstoffgleichgewicht habe. Gute Entscheidungen. Karotten sind voller Vitamine und Brokkoli und Spinat sind hervorragende Mineralstoffquellen. Gibt es noch andere Früchte, die du magst? Ja, ich bin auch ein Fan von Blaubeeren und Wassermelonen. Sie sind beide unglaublich erfrischend und perfekt für den Sommer. Ich stimme zu. Blaubeeren sind reich an Antioxidantien und Wassermelonen spenden Feuchtigkeit und sind köstlich. Es ist toll, eine solche Vielfalt an Optionen zu haben. Absolut. Eine vielfältige Auswahl an Obst und Gemüse stellt sicher, dass wir eine breite Palette an Nährstoffen für eine ausgewogene Ernährung erhalten. Das ist so wahr. Es ist wichtig, einen Regenbogen von Farben in unsere Mahlzeiten zu integrieren, um sicherzustellen, dass wir eine gute Mischung aus Vitaminen und Mineralien erhalten. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Der Verzehr einer Vielzahl von Obst und Gemüse fördert nicht nur die Gesundheit, sondern verleiht unseren Mahlzeiten auch Spannung und Geschmack. Auf jeden Fall. Es macht Spaß, mit diesen frischen Zutaten mit verschiedenen Kombinationen und Rezepten zu experimentieren. Hast du irgendwelche Lieblingsrezepte auf Fruchtbasis? Einer meiner Favoriten ist ein einfacher Obstsalat mit einem Schuss Honig und einem Spritzer Zitronensaft. Es ist ein erfrischender und nahrhafter Genuss. Das klingt köstlich. Ich mache gerne Smoothies mit einer Mischung aus Früchten und Blattgemüse. Es ist eine schnelle und bequeme Möglichkeit, einen Nährstoffschub zu erhalten. Smoothies sind eine großartige Idee. Sie sind eine fantastische Möglichkeit, eine Vielzahl von Obst und Gemüse in unsere Ernährung aufzunehmen. Haben Sie Tipps zur Auswahl reifer Früchte? Achten Sie bei der Auswahl von Früchten auf solche, die fest sind, aber bei leichtem Druck leicht nachgeben. Achten Sie auch auf lebendige Farben und ein angenehmes Aroma. Das sind hilfreiche Tipps. Es ist wichtig, reife Früchte auszuwählen, um den besten Geschmack und Nährwert zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse geteilt haben. Lektion 6: Die Freude kleiner Gruppen. Hallo Anna, ich dachte, wir sind nur zu zweit für das Treffen da. Hältst du eine kleine Gruppe für mehr Spaß? Hey John, ich stimme zu. Manchmal ermöglicht eine kleine Gruppe intimere Gespräche und tiefere Verbindungen. Es kann sehr unterhaltsam sein. Das ist wahr. Mit einer kleineren Gruppe können wir jeder Person mehr Aufmerksamkeit schenken und sinnvolle Diskussionen führen. Absolut. Es schafft eine gemütliche und entspannte Atmosphäre, in der alle Stimmen gehört werden können, was das Gefühl der Zugehörigkeit fördert. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist einfacher, in einer kleinen Gruppe zu interagieren und eine Beziehung aufzubauen. Es ermöglicht auch eine bessere Teamarbeit. Ja, in einer kleinen Gruppe können wir enger zusammenarbeiten, Ideen austauschen und kohärenter auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten.
Das ist ein gutes Argument. Es gibt uns auch die Möglichkeit, aktiv beizutragen und das Ergebnis der Gruppe maßgeblich zu beeinflussen. Auf jeden Fall. Mit weniger Personen ist es einfacher, Entscheidungen zu koordinieren und effizient zu treffen, was zu reibungsloseren und produktiveren Diskussionen führt. Ich stimme voll und ganz zu. Erwähnenswert ist auch, dass eine kleine Gruppe ein Gefühl von Sicherheit und Komfort bietet und es den Einzelnen ermöglicht, sich frei auszudrücken. Absolut. Die Menschen neigen möglicherweise eher dazu, ihre Gedanken und Meinungen ohne den Druck eines größeren Publikums zu teilen. Das ist so wahr. Es schafft ein unterstützendes Umfeld, in dem die Ideen aller geschätzt werden, und fördert eine Kultur der Offenheit und des Respekts. Ja, in einer kleinen Gruppe können wir Aktivitäten und Gespräche auch an die Interessen und Vorlieben der Teilnehmer anpassen, um das Erlebnis für alle angenehmer zu gestalten. Ich hätte es nicht besser sagen können. Es ermöglicht uns, das Treffen zu personalisieren und sicherzustellen, dass jeder eine unvergessliche und spannende Zeit hat. Das ist richtig. Außerdem ist es mit einer kleineren Gruppe einfacher, Verbindungen aufzubauen und tiefere Freundschaften zu schließen. Wir können uns auf qualitativ hochwertige Interaktionen konzentrieren. Absolut. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, bestehende Beziehungen zu stärken und neue Bindungen zu knüpfen, die über das Treffen hinausgehen können. Ich stimme voll und ganz zu. Kleine Gruppen führen oft zu bedeutungsvollen Verbindungen und bleibenden Erinnerungen. Es ist eine Chance, etwas Besonderes zu schaffen. Gut gesagt. Lassen Sie uns die Freude eines Treffens in kleiner Gruppe genießen und das Beste aus unserer gemeinsamen Zeit machen. Qualität geht vor Quantität. Auf jeden Fall. Es wird eine unterhaltsame und bereichernde Erfahrung sein, nur wir beide. Ich freue mich darauf. Ich auch. Ich glaube, unser Treffen in kleinen Gruppen wird voller Gelächter, anregender Gespräche und eines Zusammengehörigkeitsgefühls sein. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lasst uns schöne Momente schaffen und die Bande, die wir schmieden werden, wertschätzen. Es wird eine unvergessliche Zeit werden. Absolut. Auf die Freude kleiner Gruppen und die Magie, die sie mit sich bringen. Prost auf unser bevorstehendes Treffen. Lektion 7: Zahlungsmöglichkeiten. Hallo Anna, zahlst du bar oder verwendest du deine Kreditkarte für den Kauf? Hey John, ich glaube, ich werde meine Kreditkarte benutzen. Das ist bequemer und ich kann auch einige Prämienpunkte sammeln. Das ist ein gutes Argument. Kreditkarten können von Vorteil sein, wenn sie verantwortungsbewusst verwendet werden. Haben Sie ein bestimmtes Prämienprogramm in Betracht gezogen? Ja, ich habe eine Karte, die Cashback für bestimmte Einkäufe bietet. Es ist eine nette Möglichkeit, ein bisschen mehr Geld zu sparen. Cashback klingt nach einem großartigen Vorteil. Es ist, als ob Sie eine kleine Belohnung für Ihre täglichen Ausgaben erhalten. Das könnte ich mir auch ansehen. Absolut. Es lohnt sich, verschiedene Kreditkartenoptionen zu erkunden, um die zu finden, die Ihren Bedürfnissen und Ausgabegewohnheiten entspricht. Ich stimme zu. Es ist wichtig, eine Kreditkarte mit günstigen Konditionen wie niedrigen Zinssätzen und minimalen Gebühren zu wählen. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, das Kleingedruckte zu lesen und die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu verstehen, bevor Sie eine Kreditkarte beantragen. Das ist ein kluger Ansatz. Es hilft, Überraschungen zu vermeiden und stellt sicher,
dass Sie eine fundierte Entscheidung treffen. Ja. Und es ist wichtig, verantwortungsbewusst mit Kreditkarten umzugehen und den Restbetrag pünktlich zurückzuzahlen, um eine Anhäufung von Schulden zu vermeiden. Der verantwortungsvolle Umgang mit Kreditkarten ist entscheidend. Es trägt dazu bei, eine gute Kreditwürdigkeit und finanzielle Stabilität auf lange Sicht aufrechtzuerhalten. Absolut. Andererseits kann das Mitführen von Bargeld bei kleineren Transaktionen oder an Orten, an denen keine Karten akzeptiert werden, nützlich sein. Das ist wahr. Etwas Bargeld zur Hand zu haben, bietet Flexibilität, insbesondere in Situationen, in denen Kartenzahlungen keine Option sind. Exakt. Es ist immer gut, eine Mischung von Zahlungsmethoden zu haben, um sich an unterschiedliche Situationen und Vorlieben anzupassen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden und die Zahlungsmethode zu verwenden, die für jede Situation am besten geeignet ist. Ja. Ob Kreditkarte oder Bargeld, das Ziel ist es, unsere Einkäufe reibungslos und sicher abzuwickeln. Absolut. Bequemlichkeit, Sicherheit und Prämien sind Faktoren, die es bei der Bezahlung unserer Einkäufe zu berücksichtigen gilt. Gut gesagt. Lassen Sie uns fundierte Entscheidungen treffen und die Vorteile genießen, die verschiedene Zahlungsoptionen mit sich bringen können. Ich hätte es nicht besser sagen können. Auf kluge Zahlungsentscheidungen und finanzielles Wohlergehen. Prost darauf! Lektion 8: Spaß am Event. Hallo Anna, wie gefällt dir die Veranstaltung? Ich amüsiere mich großartig. Das Essen hier ist köstlich. Hallo John, das freut mich zu hören. Ja, das Essen ist unglaublich. Ich habe die Vorspeisen, die Sie serviert haben, besonders geliebt. Oh, was für Vorspeisen hatten Sie? Ich habe sie noch nicht probiert. Sie hatten eine Vielzahl von Optionen. Es gab Minneslieder, Bruschetta und sogar ein paar knusprige Frühlingsrollen. Das klingt fantastisch. Ich werde sicherstellen, dass ich welche hole, bevor Sie ausgehen. Hast du eines der Hauptgerichte probiert? Ja, Sie hatten ein Buffet mit mehreren Hauptgerichten. Ich habe das gegrillte Hähnchen mit gebratenem Gemüse probiert und es war köstlich. Gegrilltes Hähnchen mit gebratenem Gemüse klingt nach einer leckeren Kombination. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Gab es noch etwas, das Ihre Aufmerksamkeit erregt hat? Absolut. Sie hatten eine Live-Sushi-Station, an der Sie Ihre eigenen Brötchen zusammenstellen konnten. Es war eine lustige Erfahrung. Eine Live-Sushi-Station klingt aufregend. Ich mag Sushi und die Möglichkeit, die Brötchen zu personalisieren, verleiht mir eine einzigartige Note. Es war in der Tat ein einmaliges Erlebnis. Du solltest es auf jeden Fall ausprobieren. Sie hatten eine große Auswahl an frischen Zutaten zur Auswahl. Ich gehe auf jeden Fall als nächstes dorthin. Danke für die Empfehlung. Hatten Sie die Gelegenheit, die Dessertoptionen zu erkunden? Ja, der Desserttisch war ein süßes Paradies. Sie hatten eine Auswahl an Kuchen, Gebäck und sogar einen Schokoladenbrunnen. Ein Schokoladenbrunnen klingt himmlisch. Ich bin ein Naschkatzen, also werde ich mir später ein paar Desserts gönnen. Ich bin sicher, du wirst es genießen. Der Schokoladenbrunnen war ein Hit unter den Gästen.
Es ist schwer zu widerstehen, Früchte in fließende Schokolade zu tauchen. Das kann ich mir vorstellen. Es ist ein herrlicher Leckerbissen. Hatten Sie neben dem Essen die Gelegenheit, interessante Gespräche zu führen? Ja, ich habe einige faszinierende Menschen getroffen und spannende Diskussionen über verschiedene Themen geführt, von Reisen bis hin zu Technologie. Das ist wunderbar. Veranstaltungen wie diese bieten eine großartige Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und Ideen auszutauschen. Absolut. Es ist eine Chance, unseren Horizont zu erweitern und aus den Erfahrungen und Perspektiven anderer zu lernen. Gut gesagt. Ich bin dankbar für diese Veranstaltung und die Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen. Bisher war es ein unvergessliches Erlebnis. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Machen wir das Beste aus der Veranstaltung und genießen wir weiterhin das Essen, die Gespräche und alles, was sie zu bieten hat. Auf jeden Fall. Es geht darum, die Aromen zu genießen, neue Verbindungen einzugehen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Prost darauf! Lektion 9: Konversationen stricken. Hallo Anna, welche Art von Stricken machst du? Ich bin neugierig auf verschiedene Projekte und Techniken. Hallo John, ich stricke hauptsächlich Schals und Mützen. Es ist ein entspannendes Hobby, das es mir ermöglicht, kreativ zu sein und praktische Dinge herzustellen. Das klingt wunderbar. Stricken kann eine großartige Möglichkeit sein, sich zu entspannen und gleichzeitig etwas Schönes zu kreieren. Absolut. Es ist eine therapeutische Aktivität, die mir hilft, Stress abzubauen und mich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren. Ich kann mir vorstellen, dass das von Vorteil wäre. Welche Art von Garn verwendest du normalerweise für deine Projekte? Ich experimentiere gerne mit verschiedenen Garnarten. Von weicher Merino-Wolle bis hin zu lebendigen Acrylmischungen, jedes Garn verleiht dem fertigen Stück ein einzigartiges Aussehen und eine einzigartige Haptik. Das ist interessant. Mir war nie bewusst, wie sehr sich die Wahl des Garns auf das Endprodukt auswirken kann. Ja, die Textur, das Gewicht und die Farbe des Garns können das Aussehen und das Gesamterlebnis des Strickstücks völlig verändern. Es ist faszinierend, wie ein einfacher Garnstrang dank des Könnens und der Kreativität des Strickers in etwas Funktionales und Schönes verwandelt werden kann. Absolut. Stricken ermöglicht es uns, gewöhnliche Materialien in handgefertigte Kunstwerke und Wärme zu verwandeln. Haben Sie schon einmal kompliziertere Strickmuster oder Designs ausprobiert? Ich bin neugierig auf die Möglichkeiten, die über Schals und Mützen hinausgehen. Ja, ich habe mich mit Spitzen- und Zopfstricken beschäftigt, bei denen es um kompliziertere Muster und Techniken geht. Es verleiht dem Prozess ein zusätzliches Maß an Herausforderung und Zufriedenheit. Das klingt beeindruckend. Ich bewundere die Hingabe und das Können, die für solch komplizierte Designs erforderlich sind. Ich danke dir. Es erfordert Übung und Geduld, aber das Endergebnis ist immer lohnend. Hast du Lieblingsressourcen oder Communities zum Stricken, denen du folgst? Ich würde gerne mehr über das Stricken erfahren. Absolut. Es gibt viele Online-Plattformen und Social-Media-Gruppen, die sich dem Stricken widmen. Sie bieten Muster, Tutorials und eine unterstützende Community von anderen Strickerinnen. Das ist toll zu wissen. Ich werde mir diese Ressourcen auf jeden Fall ansehen,
um mein Wissen und meine Fähigkeiten zu erweitern. Ich bin sicher, du wirst es genießen. Stricken ist ein vielseitiges Handwerk mit endlosen Möglichkeiten. Ich sehe den Appell. Es ist eine Möglichkeit, Kreativität auszudrücken, sich zu entspannen und gleichzeitig praktische Dinge zu kreieren. Auf jeden Fall. Stricken ermöglicht es uns, langsamer zu werden, uns mit unserer kreativen Seite zu verbinden und etwas Sinnvolles zu produzieren. Gut gesagt. Auf die Freude am Stricken, die Wärme handgemachter Kreationen und die Zufriedenheit eines abgeschlossenen Projekts. Prost darauf! Lektion 10. Actionreiches Abenteuer. Hallo Anna, hast du jemals diese aufregenden Kriegsfilme gesehen, in denen Ranger vom britischen Landungsboot springen und auf den Grund feindlicher Klippen rennen? Hallo John, ja, ich habe ein paar gesehen. Die Intensität und Tapferkeit der Soldaten in diesen Szenen versetzen mich immer in Ehrfurcht. Es ist unglaublich, wie sie Gefahren frontal begegnen und herausfordernde Situationen mutig durchstehen. Absolut. Diese Momente fangen das Adrenalin und die Entschlossenheit von Menschen angesichts von Widrigkeiten ein. Ich frage mich, welche körperliche und mentale Stärke erforderlich ist, um solche Hochdrucksituationen auszuhalten. Ja, die Soldaten müssen einer strengen Ausbildung unterzogen werden, um sich auf die körperlichen Anforderungen und die psychische Belastbarkeit vorzubereiten, die für den Kampf erforderlich sind. Ich kann mir vorstellen, wie wichtig Teamwork und Vertrauen zwischen den Soldaten in diesen kritischen Momenten sind. Auf jeden Fall. In solchen Situationen, in denen es um Leben und Tod geht, können eine starke Bindung und effektive Kommunikation den Unterschied ausmachen. Es ist faszinierend, wie Menschen unabhängig von ihren Unterschieden zusammenkommen können, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Ja, das gemeinsame Ziel und die Kameradschaft unter den Soldaten können lebenslange Verbindungen knüpfen und ein Gefühl der Zugehörigkeit schaffen. Ich habe mich immer gefragt, was Menschen dazu bringt, sich selbst zum Wohle anderer in Gefahr zu bringen. Das ist eine tiefgründige Frage. Es spricht für die Selbstlosigkeit und Hingabe derer, die beim Militär dienen. Ich bewundere ihr Engagement und ihre Opferbereitschaft. Sie verkörpern Eigenschaften von Heldentum und Belastbarkeit. Absolut. Ihr Mut und ihr Opfer erinnern uns daran, wie wichtig es ist, das zu schützen und dafür einzustehen, woran wir glauben. Es ist wahr. Diese Geschichten erinnern an die Stärke des menschlichen Geistes und die Fähigkeit zu außergewöhnlichen Taten. Sie inspirieren uns, unsere Grenzen zu überschreiten und Herausforderungen mit Entschlossenheit und Mut zu begegnen. In der Tat. Sogar in unserem eigenen Leben können wir uns von diesen Geschichten inspirieren lassen, um Hindernisse zu überwinden und unsere Ziele zu verfolgen. Das ist eine starke Perspektive. Wir können aus den Geschichten von Helden Kraft schöpfen, um unsere eigenen persönlichen Reisen voranzutreiben. Gut gesagt. Lassen wir uns weiterhin von diesen Geschichten über Tapferkeit inspirieren und diese Energie in unser eigenes Leben lenken. Lektion 11. Budgetierung für Reisen. Hey Anna, bei der Planung unserer Reise sollten wir sicherstellen, dass unser Budget alle unsere Ausgaben an unserem Zielort deckt. Hallo John, du hast absolut recht. Es ist wichtig, mit Bedacht zu planen und unsere Mittel entsprechend zuzuweisen, um das Beste aus unserer Reise herauszuholen. Ich denke, es ist ein guter Punkt, um die Kosten für Unterkunft,
Transport und Mahlzeiten zu recherchieren und abzuschätzen, bevor wir gehen. Auf jeden Fall. Wenn wir ein klares Verständnis der damit verbundenen Kosten haben, können wir finanzielle Überraschungen während unserer Reise vermeiden. Wir sollten auch alle zusätzlichen Kosten wie Eintrittsgebühren für Attraktionen oder Aktivitäten, die wir erleben möchten, berücksichtigen. Das ist ein gutes Argument. Es ist wichtig, diese zusätzlichen Ausgaben zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass wir alle Ziele, die wir besuchen möchten, in vollen Zügen genießen können. Ich stimme zu. Es wäre eine Schande, einzigartige Erlebnisse aufgrund unzureichender Budgetierung zu verpassen. Absolut. Wir wollen das Beste aus unserer Reise machen und bleibende Erinnerungen schaffen, ohne uns Gedanken über Finanzen machen zu müssen. Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist die Einrichtung eines Notfallfonds für unerwartete Situationen oder Notfälle. Das ist eine kluge Idee. Ein Sicherheitsnetz kann für Seelenfrieden sorgen und es uns ermöglichen, mit unvorhergesehenen Umständen umzugehen. Wir sollten auch nach Möglichkeiten suchen, Geld zu sparen, zum Beispiel indem wir erschwingliche Unterkünfte finden oder öffentliche Verkehrsmittel anstelle von Taxis nutzen. Ja. Wenn wir einfallsreich sind und nach kostengünstigen Optionen suchen, können wir unser Budget überfordern und möglicherweise sogar unsere Reise verlängern. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Spaß und Achtsamkeit auf unsere Ausgabegewohnheiten zu finden. Absolut. Wir können Wege finden, eine fantastische Zeit zu verbringen und uns gleichzeitig unserer finanziellen Grenzen bewusst zu sein. Die Erforschung der lokalen Küche und die Suche nach erschwinglichen und dennoch köstlichen Restaurants können ebenfalls zu einem budgetfreundlicheren Erlebnis beitragen. Toller Vorschlag. Das Probieren lokaler Aromen, ohne das Budget zu sprengen, kann ein herrlicher Teil des Reiseerlebnisses sein. Schließlich ist es hilfreich, unsere Ausgaben während der Reise im Auge zu behalten, um sicherzustellen, dass wir unser Budget einhalten. Ich stimme voll und ganz zu. Das Führen von Aufzeichnungen über unsere Ausgaben kann wertvolle Erkenntnisse liefern und uns helfen, unsere Ausgaben bei Bedarf anzupassen. Mit sorgfältiger Planung und Budgetierung können wir unsere Reise also mit Zuversicht antreten, da wir wissen, dass wir finanziell vorbereitet sind. Absolut. Indem wir auf unsere Ausgaben achten und fundierte Entscheidungen treffen, können wir das Beste aus unseren Reiseabenteuern machen. Lassen Sie uns die Aufregung genießen, neue Ziele zu erkunden und gleichzeitig verantwortungsbewusst mit unseren Finanzen umzugehen. Auf eine unvergessliche und budgetfreundliche Reise. Lektion 12: Unerwartete Begegnungen. Hey Anna, hast du jemals einen Moment erlebt, in dem du spazieren gegangen bist und plötzlich aufgehört hast, jemanden deinen Namen rufen zu hören? Hallo John, ja, das ist mir schon einmal passiert. Es ist immer ein bisschen überraschend und man fragt sich, wer es sein könnte. Es ist wie eine Zeitpause, wenn Sie inmitten der Hektik des Alltags Ihren Namen hören. Absolut. Es ist, als ob das Universum deine Aufmerksamkeit erregen und eine Verbindung zu jemandem herstellen will. Und dann schaust du dich um und versuchst, die Quelle der Stimme zu finden, in der Hoffnung, das vertraute Gesicht zu erkennen. Exakt. Es ist wie ein kleines Abenteuer, nach der Person zu suchen, die nach dir gerufen hat. Und manchmal stellt sich heraus, dass es ein alter Freund ist oder jemand, den man seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Ja, diese Begegnungen können ziemlich unerwartet sein und einen Ansturm von Emotionen und Erinnerungen hervorrufen. Es ist erstaunlich,
wie eine einzelne Stimme, die deinen Namen ruft, so starke Reaktionen in dir hervorrufen kann. Es ist wie ein magischer Moment. Ein einfacher Akt der Anerkennung, der Ihnen den Tag versüßen kann. Ich erinnere mich an eine Zeit, als ich die Straße entlang ging und meinen Namen hörte. Ich schaute rüber und es war ein alter Klassenkamerad von der High School. Das muss eine angenehme Überraschung gewesen sein. Es ist unglaublich, wie das Leben Menschen unerwartet wieder auf unsere Wege bringt. Es hat mich definitiv überrascht, aber es war ein angenehmes Wiedersehen. Am Ende verbrachten wir den Nachmittag damit, uns zu treffen und in Erinnerungen zu schwelgen. Diese spontanen Begegnungen können zu schönen Verbindungen führen und Freundschaften wiederbeleben, die im Laufe der Zeit möglicherweise verblasst sind. Absolut. Es erinnert daran, wie vernetzt unser Leben sein kann, auch wenn wir es am wenigsten erwarten. Und manchmal ist es nicht jemand, den wir kennen, sondern ein Fremder, der uns einfach mit jemand anderem verwechselt hat. Ja, das passiert auch. Es ist interessant, den entschuldigenden Gesichtsausdruck zu sehen, wenn Sie Ihren Fehler erkennen. Es kann amüsant und ein unbeschwerter Moment sein, in dem eine kurze Verbindung zwischen zwei Fremden hergestellt wird. Es zeigt nur, dass manchmal, selbst in den gewöhnlichsten Momenten, etwas Außergewöhnliches passieren kann. Das Leben überrascht uns immer dann, wenn wir es am wenigsten erwarten. Wir sollten diese unerwarteten Begegnungen schätzen. In der Tat. Sie erinnern uns daran, offen für neue Erfahrungen zu bleiben und die Unvorhersehbarkeit des Lebens anzunehmen. Wenn wir also das nächste Mal hören, dass unser Name gerufen wird, sollten wir innehalten, uns umschauen und sehen, welche Überraschungen uns erwarten. Absolut. Lassen Sie uns diese unerwarteten Momente genießen und die Verbindungen schätzen, die sie mit sich bringen. Lektion 13. Die Macht der Neugier. Hallo Anna, ich glaube, es tut gut, neugierig zu sein. Menschen, die neugierig auf Dinge sind diejenigen, die viel lernen. Hallo. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Neugier ist die treibende Kraft hinter der Erforschung und dem Erwerb neuen Wissens. Absolut. Wenn wir neugierig sind, stellen wir Fragen und suchen nach Antworten, was zu einem tieferen Verständnis der Welt um uns herum führt. Neugier beflügelt unseren Wunsch zu lernen und zu entdecken. Sie öffnet Türen zu endlosen Möglichkeiten und erweitert unseren Horizont. Es ist faszinierend, wie Neugier Kreativität und Innovation auslösen kann. Es drängt uns dazu, um die Ecke zu denken und einzigartige Lösungen zu finden. Neugier hilft uns auch, Vielfalt und unterschiedliche Perspektiven anzunehmen. Sie ermutigt uns, die Erfahrungen anderer zu schätzen und daraus zu lernen. Das ist wahr. Wenn wir neugierig sind, sind wir aufgeschlossener und bereit, uns unterschiedliche Sichtweisen anzuhören. Neugierig zu sein hält unseren Geist aktiv und engagiert. Es verhindert, dass wir stagnieren und fördert das persönliche Wachstum. Absolut. Es ist wie ein ständiger Wissensdurst, der uns auf unserer Lernreise vorantreibt. Und das Schöne an Neugier ist, dass sie keine Grenzen kennt. Wir können auf alles neugierig sein, von Wissenschaft und Geschichte bis hin zu Kunst und Kultur. Es ist wahr. Es ist faszinierend, mehr wissen zu wollen und tiefer in ein Thema einzutauchen, das unsere Neugier weckt. Neugier hilft uns auch, Herausforderungen zu meistern.
Es treibt uns an, Lösungen zu finden, und motiviert uns, Hindernisse zu überwinden. Das ist ein gutes Argument. Wenn wir neugierig sind, sind wir eher bereit, Schwierigkeiten zu überwinden und Wege zu finden, sie zu überwinden. Und das Beste daran ist, dass Neugier ansteckend ist. Wenn wir unserer Neugier Ausdruck verleihen, inspiriert das auch andere dazu, neugierig zu sein. Das ist eine hervorragende Beobachtung. Indem wir eine Kultur der Neugier fördern, schaffen wir ein Umfeld, in dem Lernen gedeiht. Lassen Sie uns also unserer Neugier freien Lauf lassen und auf unserer Reise durchs Leben weiter erforschen, lernen und wachsen. Absolut. Bleiben wir neugierig, stellen wir Fragen und hören wir nie auf, nach Wissen zu suchen. Es gibt so viel da draußen, das darauf wartet, entdeckt zu werden. In der Tat. Neugier ist der Schlüssel, der die Türen zu endlosen Möglichkeiten öffnet. Halten wir unseren Geist offen und unsere Neugier am Leben. Auf Neugierde und auf die bemerkenswerten Abenteuer und Entdeckungen, die uns erwarten. Prost! Lektion 14: Die Schönheit der Wahl. Hallo Anna, hast du dich jemals über eine Brustvergrößerung gewundert? Bei dieser Operation wird eine künstliche Substanz in die Brust implantiert, um sie zu vergrößern. Hallo. Ja, es ist ein Thema, über das viele Frauen Gespräche geführt haben. Eine Brustvergrößerung ist eine persönliche Entscheidung, die von Person zu Person unterschiedlich ist. Absolut. Es ist wichtig zu erkennen, dass jeder Einzelne die Freiheit hat, Entscheidungen über seinen eigenen Körper zu treffen. Das ist richtig. Was für eine Person die richtige Wahl sein könnte, ist für eine andere möglicherweise nicht dieselbe. Es ist wichtig, andere nicht aufgrund ihrer Entscheidungen zu beurteilen, insbesondere wenn es um Entscheidungen geht, die das eigene Erscheinungsbild beeinflussen. Exakt. Jede Person hat ihre eigenen Gründe und Überlegungen bei der Entscheidung, ob sie sich einer Brustvergrößerung unterziehen soll. Und es ist wichtig, ihre Autonomie bei solchen persönlichen Entscheidungen zu respektieren und zu unterstützen. Absolut. Sich gegenseitig zu unterstützen und die positive Körperhaltung zu fördern, ermöglicht es den Einzelnen, sich in ihren Entscheidungen gestärkt und sicher zu fühlen. Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Schönheit in vielen Formen und Größen erhältlich ist. Sie ist nicht durch ein bestimmtes physikalisches Merkmal definiert. Das ist ein gutes Argument. Schönheit ist vielfältig, und es sind die einzigartigen Eigenschaften und Merkmale, die jeden Menschen zu etwas Besonderem machen. Indem wir Vielfalt begrüßen und individuelle Entscheidungen feiern, schaffen wir eine inklusivere und akzeptablere Gesellschaft. Exakt. Fördern wir eine Kultur der Akzeptanz, in der sich jeder in seiner Haut wohl und selbstbewusst fühlt. Und denken wir daran, dass unser Wert nicht von unserer körperlichen Erscheinung bestimmt wird, sondern vom Inhalt unseres Charakters. Gut gesagt. Wahre Schönheit strahlt von innen aus und spiegelt sich in der Art und Weise wider, wie wir andere behandeln und in der Freundlichkeit, die wir zeigen. Absolut. Es sind die Eigenschaften, die uns zu dem machen, was wir sind, die am Ende wirklich wichtig sind. Lasst uns also Wahlfreiheit, Vielfalt und Selbstakzeptanz feiern und uns gegenseitig auf unserem Weg zu Glück und Erfüllung unterstützen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Setzen wir uns für Körperpositivität ein und fördern wir eine Welt, in der sich jeder wohlfühlt, wenn er selbst ist.
Es geht darum, individuelle Entscheidungen anzunehmen und die Schönheit zu feiern, die in jedem von uns steckt. Prost! Prost! Mögen wir uns weiterhin gegenseitig aufmuntern und stärken und die einzigartige Schönheit schätzen, die von innen herausstrahlt. Lektion 15: Die Sprache der Farben. Hallo Anna, wenn es um deinen hellen Tint geht, finde ich, pastellfarbene oder knallige Farben würden dir super stehen. Hallo! Das ist ein interessanter Vorschlag. Farben können in der Tat einen erheblichen Einfluss darauf haben, wie wir aussehen und uns fühlen. Absolut. Farben haben die Kraft, bestimmte Emotionen hervorzurufen und unterschiedliche visuelle Eindrücke zu erzeugen. Es ist faszinierend, wie verschiedene Farben den Menschen um uns herum verschiedene Stimmungen und Botschaften vermitteln können. Das ist wahr. Farben können eine Form nonverbaler Kommunikation sein, die unsere Persönlichkeit und unseren Stil zum Ausdruck bringt. Also, welche Farben würden Ihrer Meinung nach zu einem hellen Tint passen? Nun, Pastellfarben wie Hellrosa, Babyblau oder Mintgrün können für ein weiches und zartes Aussehen sorgen. Ich verstehe. Pastellfarben wirken sanft und beruhigend. Was ist mit leuchtenden Farben? Leuchtende Farben wie leuchtendes Rot, elektrisches Blau oder Sonnengelb können für einen Hauch von Energie sorgen und ein mutiges Statement setzen. Leuchtende Farben können in der Tat eine starke Wirkung erzielen und Aufmerksamkeit erregen. Es ist interessant, wie verschiedene Farben unterschiedliche Gefühle hervorrufen können. Absolut. Farben haben einen psychologischen Einfluss auf unsere Emotionen und können sogar unsere Wahrnehmung beeinflussen. Das ist faszinierend. Es zeigt, wie stark Farben unsere Erfahrungen und Interaktionen mit der Welt prägen können. Auf jeden Fall. Deshalb ist es wichtig, Farben zu wählen, die uns Selbstvertrauen geben und unseren persönlichen Stil widerspiegeln. Ich stimme zu. Unsere Farbwahl kann Ausdruck unserer Individualität sein und uns helfen, uns mehr mit uns selbst verbunden zu fühlen. Es ist auch interessant, kulturelle Assoziationen mit Farben in Betracht zu ziehen. Verschiedene Kulturen können für bestimmte Farben unterschiedliche Interpretationen und Bedeutungen haben. Das ist ein gutes Argument. Farben können kulturelle Bedeutung haben und in ihrer Symbolik in verschiedenen Gesellschaften variieren. Bei der Auswahl der Farben für Ihre Outfits oder Ihre Umgebung lohnt es sich also, nicht nur Ihre persönlichen Vorlieben, sondern auch den kulturellen Kontext zu berücksichtigen. Absolut. Indem wir auf die Farben achten, die wir wählen, können wir harmonische und bedeutungsvolle Umgebungen schaffen. Und vergessen wir nicht, dass Farben auch eine Quelle der Inspiration und Kreativität in verschiedenen Kunst- und Designformen sein können. In der Tat. Farben wurden im Laufe der Geschichte verwendet, um Emotionen hervorzurufen, Geschichten zu erzählen und visuelle Meisterwerke zu schaffen. Lassen Sie uns also die Sprache der Farben annehmen und sie nutzen, um uns auszudrücken, unsere Stimmung zu heben und lebendige Erlebnisse zu schaffen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Farben bringen Freude und verleihen unserem Leben Schönheit. Machen wir das Beste aus ihnen. Auf den farbenfrohen Wandteppich des Lebens und die unendlichen Möglichkeiten, die Farben bieten. Prost! Lektion 16: Auf deine Bedürfnisse eingehen. Hallo Anna, ich verstehe, dass du nach einer Unterkunft suchst. Lassen Sie mich überprüfen,
ob für Ihren Aufenthalt eine Suite verfügbar ist. Hallo. Das wäre toll. Ich hoffe, eine komfortable und geräumige Unterkunft zu finden. Absolut. Eine Suite würde Ihnen mehr Platz und Annehmlichkeiten bieten, um Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Das klingt perfekt. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie die Verfügbarkeit überprüft haben. Gute Neuigkeiten. Wir haben eine Suite für die von Ihnen genannten Daten verfügbar. Es ist ein luxuriöser Raum mit einer schönen Aussicht. Das ist fantastisch. Können Sie mir mehr über die in der Suite enthaltenen Annehmlichkeiten erzählen? Ganz gewiss. Die Suite verfügt über ein King-Size-Bett, einen separaten Wohnbereich, einen privaten Balkon und eine voll ausgestattete Küchenzeile. Wow, das klingt wunderbar. Eine Küchenzeile wäre praktisch, um meine eigenen Mahlzeiten während des Aufenthalts zuzubereiten. Absolut. Die Küchenzeile ist mit einem Herd, einem Mini-Kühlschrank, einer Mikrowelle und allen notwendigen Utensilien ausgestattet. Das ist toll zu hören. Es wäre schön, die Möglichkeit zu haben, meine eigenen Mahlzeiten zuzubereiten, wenn ich möchte. Darüber hinaus bietet die Suite kostenlosen Zugang zu unserem Spa- und Fitnesscenter, sodass Sie sich während Ihres Aufenthalts entspannen und aktiv bleiben können. Das ist ein großartiger zusätzlicher Bonus. Ich würde mich auf jeden Fall über Entspannungs- und Bewegungsmöglichkeiten freuen. Ich freue mich, das zu hören. Wir bemühen uns, unseren Gästen während ihres Aufenthalts ein abgerundetes Erlebnis zu bieten. Es scheint, als hätten Sie an alles gedacht, um den Aufenthalt komfortabel und angenehm zu gestalten. Unser Ziel ist es, die Erwartungen unserer Gäste zu übertreffen. Ihre Zufriedenheit hat für uns oberste Priorität. Ich schätze Ihre Aufmerksamkeit. Es ist beruhigend zu wissen, dass sich um meine Bedürfnisse gekümmert wird. Es ist uns eine Freude. Wir möchten sicherstellen, dass Sie ein unvergessliches und angenehmes Erlebnis mit uns haben. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich freue mich auf meinen bevorstehenden Aufenthalt in der Suite. Du bist sehr willkommen. Wir freuen uns darauf, Sie begrüßen zu dürfen und Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Ich kann es kaum erwarten, den Komfort und Luxus der Suite zu erleben. Nochmals vielen Dank. Es ist uns eine Freude. Wir sorgen dafür, dass Ihr Aufenthalt in jeder Hinsicht außergewöhnlich ist. Wir sehen uns bald. Lektion 17: Schönheitsstandards neu definieren. Hallo Anna, ist dir schon einmal aufgefallen, dass Menschen Attraktivität oft damit verbinden, dünn zu sein, wenn sie Bilder von Models sehen? Hallo. Ja, es ist durchaus üblich, dass die Gesellschaft Dünnheit als Maßstab für Schönheit darstellt. Es ist bedauerlich, wie diese Darstellungen unrealistische Erwartungen wecken und die Selbstwahrnehmung der Menschen beeinflussen können. Absolut. Die Vorstellung, dass Attraktivität ausschließlich durch Dünnheit bestimmt wird, ist eine enge Perspektive. Schönheit gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Es ist wichtig, Vielfalt zu begrüßen und Schönheitsstandards neu zu definieren. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Schönheit sollte in all ihren Formen gefeiert werden, anstatt sich auf ein einziges Ideal zu beschränken. Exakt. Wir sollten die Einzigartigkeit und Individualität schätzen, die jede Person mitbringt. Es ist wichtig, ein positives Körperbild zu fördern und die Menschen zu ermutigen,
sich selbst so zu lieben und zu akzeptieren, wie sie sind. Absolut. Wir sollten uns auf innere Eigenschaften wie Freundlichkeit, Selbstvertrauen und Mitgefühl konzentrieren, die eine Person wirklich attraktiv machen. Bei Schönheit geht es nicht nur um das Aussehen. Es geht darum, wie sich eine Person verhält und andere behandelt. Das ist ein wunderbarer Punkt. Wahre Schönheit strahlt von innen aus und spiegelt sich in unseren Handlungen und Interaktionen wider. Es ist wichtig, die engen Schönheitsstandards in Frage zu stellen und eine inklusivere und ganzheitlichere Sichtweise von Attraktivität zu fördern. Wir sollten Vielfalt feiern und positive Vorbilder fördern, die unterschiedliche Körpertypen und Hintergründe repräsentieren. Auf diese Weise können wir Menschen befähigen, ihre einzigartige Schönheit anzunehmen und eine integrativere Gesellschaft zu fördern. Absolut. Lasst uns Selbstliebe und Akzeptanz fördern und die Schönheit schätzen, die in jedem Einzelnen steckt. Gemeinsam können wir Schönheitsstandards neu definieren und ein integrativeres und unterstützenderes Umfeld für alle schaffen. Vielfalt anzunehmen und enge Schönheitsstandards abzulehnen, ist ein Schritt in Richtung einer mitfühlenden und verständnisvolleren Welt. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lasst uns die Schönheit, die in uns liegt, annehmen und die Schönheit in anderen schätzen. Es ist an der Zeit, Schönheit zu unseren eigenen Bedingungen neu zu definieren und die Einzigartigkeit zu feiern, die jeden von uns attraktiv macht. In der Tat. Lasst uns Positivität, Akzeptanz und Liebe verbreiten und betonen, dass wahre Schönheit keine Grenzen kennt. Absolut. Gemeinsam können wir Veränderungen anregen und eine Welt schaffen, in der sich jeder geschätzt und schön fühlt. Danke für dieses bedeutungsvolle Gespräch. Lassen Sie uns weiterhin die Körperpositivität fördern und Schönheit in unserem täglichen Leben neu definieren. Du bist willkommen. Es war mir eine Freude, dieses wichtige Thema mit Ihnen zu besprechen. Lasst uns die Botschaft von Inklusivität und Selbstakzeptanz weiter verbreiten. Lektion 18: Reiseunterkünfte erkunden. Hallo Anna, wenn du eine Reise planst, kannst du die Preise auf Reisewebsites vergleichen oder erwägen, ein Ferienhaus zu mieten. Hallo. Das ist ein gutes Argument. Es ist wichtig, verschiedene Optionen zu erkunden, um die beste Unterkunft für unsere Bedürfnisse zu finden. Absolut. Reisewebsites bieten oft eine große Auswahl an Hotels, von budgetfreundlichen bis hin zu luxuriösen Hotels. Es ist praktisch, Preise zu vergleichen und Bewertungen von anderen Reisenden zu lesen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Auf jeden Fall. Bewertungen können wertvolle Einblicke in die Qualität und den Service verschiedener Unterkünfte geben. Ich finde es auch interessant, über die Anmietung eines Ferienhauses nachzudenken. Es kann ein einzigartiges und heimeliges Erlebnis bieten. Das Mieten eines Ferienhauses kann eine großartige Option sein, insbesondere für Familien oder größere Gruppen. Es bietet mehr Platz und Privatsphäre. Das ist wahr. Eine häusliche Umgebung kann den Aufenthalt komfortabler und angenehmer machen. Ferienhäuser verfügen oft über voll ausgestattete Küchen, sodass sie ihre eigenen Mahlzeiten zubereiten und die Kosten für das Essen sparen können. Das ist ein erheblicher Vorteil. Es gibt Ihnen die Flexibilität, Mahlzeiten nach Belieben zuzubereiten und zu genießen. Darüber hinaus können Ferienhäuser über Annehmlichkeiten wie private Pools,
Gärten oder Freizeiteinrichtungen verfügen, was zum Gesamterlebnis beiträgt. Das klingt wunderbar. Das ist, als hätten Sie in Ihrem Urlaub ein kleines Stück vom Paradies. In der Tat. Es lohnt sich, die Vermietung von Ferienhäusern zu erkunden, insbesondere wenn Sie einen persönlicheren und unabhängigeren Aufenthalt bevorzugen. Auf der anderen Seite bieten Hotels Annehmlichkeiten wie Zimmerservice, Concierge und Restaurants vor Ort, was praktisch sein kann. Absolut. Hotels bieten eine Reihe von Dienstleistungen an, die auf die Bedürfnisse verschiedener Reisender zugeschnitten sind. Es hängt alles von unseren Vorlieben und der Art der Erfahrung ab, die wir während unserer Reise machen möchten. Exakt. Ob es um den Komfort und die Bequemlichkeit eines Hotels oder die Gemütlichkeit eines Ferienhauses geht, es gibt Optionen für jeden Geschmack. Es ist wichtig, Faktoren wie Standort, Budget und die spezifischen Bedürfnisse unserer Reisebegleiter zu berücksichtigen. Wenn Sie im Voraus planen und nach verschiedenen Unterkünften suchen, können wir die beste Option finden, die unseren Anforderungen entspricht. Das ist wahr. Es geht darum, das Gleichgewicht zwischen Komfort, Erschwinglichkeit und dem Gesamterlebnis zu finden, das wir uns wünschen. Absolut. Indem wir verschiedene Optionen prüfen, können wir fundierte Entscheidungen treffen und unser Reiseerlebnis verbessern. Vielen Dank, dass Sie diese Erkenntnisse geteilt haben. Es ist immer hilfreich, bei der Planung einer Reise verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich zu unseren Reisegesprächen beitragen konnte. Lasst uns die Welt weiter erkunden und unvergessliche Erinnerungen sammeln. Absolut. Auf spannende Abenteuer und das Entdecken neuer Orte. Prost! Prost! Mögen unsere Reisen voller Freude, Entdeckungen und fantastischer Unterkünfte sein. Lektion 19. Wegbeschreibungen finden. Hallo Anna, ist dir schon einmal aufgefallen, dass es direkt nach dem Überqueren der Straße auf der rechten Seite ist? Hallo. Ja, beim Navigieren in einem neuen Gebiet kann es sehr wichtig sein, auf Wegbeschreibungen zu achten. Absolut. Zu wissen, auf welche Seite wir abbiegen müssen, kann uns unnötige Umwege ersparen. Es ist immer hilfreich, sich zu orientieren und eine mentale Landkarte der Umgebung zu haben. Auf jeden Fall. Wenn Sie sich der Sehenswürdigkeiten und Straßenschilder bewusst sind, können Sie sich leichter zurechtfinden. Manchmal ist es auch nützlich, Einheimische nach dem Weg zu fragen, wenn wir uns über einen bestimmten Ort nicht sicher sind. Das ist wahr. Einheimische können wertvolle Einblicke geben und uns in die richtige Richtung weisen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Straßennamen und Adressen in verschiedenen Städten und Ländern variieren können. In der Tat. Wenn Sie sich mit den lokalen Namenskonventionen vertraut machen, können Sie Verwirrung vermeiden. Darüber hinaus kann die Verwendung von GPS-Navigations-Apps auf unseren Smartphones ein zuverlässiges Tool sein, um unser Ziel zu finden. Das ist ein gutes Argument. GPS-Apps können Abbiegehinweise und Aktualisierungen in Echtzeit bereitstellen. Es ist jedoch immer eine gute Idee, die von der App bereitgestellten Anweisungen mit unseren eigenen Beobachtungen abzugleichen. Absolut. Wenn Sie sich ausschließlich auf Technologie verlassen,
kann dies zu unerwarteten Überraschungen oder Fehlern führen. Wenn wir auf visuelle Hinweise wie Wahrzeichen oder bemerkenswerte Gebäude achten, können wir auf dem richtigen Weg bleiben. Das ist wahr. Visuelle Hinweise können als zuverlässige Referenz dienen, insbesondere in Bereichen, in denen Straßenschilder möglicherweise nicht deutlich sichtbar sind. Es ist auch wichtig, beim Navigieren durch die Straßen die Verkehrsregeln und Fußgängerüberwege zu beachten. Auf jeden Fall. Sicherheit sollte immer Priorität haben, wenn Sie Straßen überqueren oder unbekannte Gebiete erkunden. An manchen Orten ist es üblich, auf einer bestimmten Seite des Bürgersteigs zu gehen oder auf ausgewiesenen Fußgängerwegen zu bleiben. Die Achtung der örtlichen Gepflogenheiten und die Einhaltung der Verkehrsregeln können zu einem reibungsloseren Navigationserlebnis beitragen. Absolut. Denken wir daran, uns unserer Umgebung bewusst zu sein, bei Bedarf um Hilfe zu bitten und unseren Instinkten zu vertrauen. Das ist ein großartiger Ansatz. Indem wir aufmerksam und anpassungsfähig bleiben, können wir getrost neue Orte erkunden. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Wegbeschreibungen zu finden kann manchmal schwierig sein, aber mit etwas Übung wird es einfacher. Du bist willkommen. Es war mir eine Freude, dieses Thema mit Ihnen zu besprechen. Lassen Sie uns unsere Navigationsfähigkeiten weiterentwickeln und die Welt mit Zuversicht erkunden.